Ist das schön hier. Das ist eine sehr alte Eibenallee, die hier zur Kirche führt. Für mich strahlt dieser Ort so eine Heiligkeit aus. Das ist wirklich so ein Gefühl, wie wenn man so in der Präsenz von so ganz sanften und alten Wesen ist, die etwas sehr Mütterliches ausstrahlen. Wie wenn man so bei der Großmutter in der warmen Küche sitzt. Sozusagen ein Großmutterhain, anders kann ich es nicht ausdrücken. Für was diese Kirche unter anderem berühmt ist, ist die blutende Eibe. Ich glaube, sie wird auf ungefähr 700 Jahre geschätzt. Ich habe gerade eine Spaziergängerin gefragt, die hier mit ihrem Hund durchging, ob man weiß, wie lange diese Eibe schon blutet. Und sie sagte, oh, seit Ewigkeiten, man weiß es nicht genau. Und es gibt unterschiedliche Legenden, die sich darum ranken. Eine sagt, weil hier einmal ein unschuldiger Mönch gehängt worden ist und deswegen blutet sie. Eine andere Legende sagt, der Baum blutet so lange, bis Weltfrieden erreicht wurde. Eine weitere sagt, um den Wunden von Jesus zu gedenken. Und eine etwas politischere Legende sagt, die Eibe blutet so lange, bis Wales wieder unabhängig ist. Aber guckt mal, was sich hier noch befindet. Ein sehr altes, keltisches Kreuz. Hier vorne muss sich noch ein Gedenkstein befinden für einen Römer. Ich habe hier ein Infoblatt gefunden, wo steht, dass die erste Kirche bereits im Jahre 540 nach Christus von dem heiligen Brünach gegründet worden ist. Der muss wohl hier auf einem Berg, der sich der Berg der Engel nennt, mit diesen Lichtwesen kommuniziert haben. Und dann dachte er sich wahrscheinlich, ist doch ein super Ort, um hier eine Kirche zu bauen. Bei dieser Fensterbank ist etwas in dem keltischen Om-Alphabet eingeritzt. Hier ist ein kleines Infoblatt und da steht, dass sich Om von rechts nach links liest. Also ich gehe davon aus, dass diese Kante hier wahrscheinlich der Mittelstrich bedeutet.
Dann haben wir hier noch etwas sehr Schönes. Das ist ein Kreuz, das aber auch so im keltischen Stil mit diesen verflochtenen Linien kreiert worden ist. Hier steht nochmal, wie der Heilige um 540 nach Christus von Irland hier herüberkam und dann hier an dem Ort eine Muttersau gesehen hat, die ihre Jungen säugt. Und das war dann ausschlaggebend dafür, dass er hier die Kirche gebaut hat. Ja, ihr Lieben, wow, was für ein Ort. Ich hoffe, ihr habt diesen kleinen Ausflug genossen. Und wie ich vorhin schon sagte, ich finde, dieser Ort strahlt etwas so Weibliches und Mütterliches aus. Und deshalb finde ich es umso interessanter, dass das ausschlaggebende Wunder das war, dass der Heilige hier eine Muttersau gesehen hat, die ihre Jungen säugt. Also dann alles Liebe und bis zum nächsten Abenteuer. Tschüss!